Unschwer zu erkennen, wir haben uns jetzt die Chestpack aus der Headwater-Serie geschnappt, Stefan. Ja. Material? Wasserdicht, also Wasser. Das Material selber ist wasserdicht. Ja. Reißverschlüsse am Hauptpack vorne auch abgedichtet, also komplett spritzwasserfest, das ganze Pack, sodass ich wirklich im starken Regen ohne Probleme fischen kann. Alles bleibt trocken drin. Und es ist nicht einfach nur eine Brusttasche, habe ich gesehen, sondern wir haben wirklich die Kombination aus Brusttasche und einem Rückenteil, welcher zusätzlich ein kleiner Rucksack ist. Ja, es ist einerseits habe ich damit mehr Platz, aber es erhöht extrem den Tragekomfort, weil ich wie Gegengewicht habe hinten, wenn ich da was drin habe. Das heißt, es hängt nicht vorne. Es hängt nicht, sondern es sitzt wirklich schön auf der Schulter, schön verteilt. Und das ist natürlich cool gelöst für eine Regenjacke oder sonst was, die man nicht vorne drin haben will zwischen den ganzen Werkzeugen. Schauen wir uns die mal genauer an. Wir haben ein großes Fach, wie man es halt von einem Rucksack kennt. Das Ganze hier noch aufgeteilt in 2 Sektoren. Ja. Was haben wir hier? Das ist eigentlich ein Halter für so eine Trinkflasche, so ein Camelback. Wenn ich das als Trinkflasche mitnehmen will. Den Schlauch dafür könnte ich dann hier als durchführen nach vorne, damit ich vorne direkt trinken kann. Hat dann immer noch Platz für so eine kleinere packbare Regenjacke oder was auch immer da hinten rein muss. Dann sehe ich hier schon den D-Ring, falls man Magneten befestigen will mit Kescher. Genau, oder mit einem etwas langstiebigeren Kescher kann man ihn direkt einstecken oder kombiniert sogar brauchen. Okay, drehen wir das Ganze mal um, kommen wir zur Haupttasche, der Brusttasche. Da sehe ich schon, wir haben einmal tatsächlich eine Tasche zum Körper hin, eine Reißverschlusstasche. Ist natürlich genial, wenn man ja, sag ich mal, Portemonnaie, Handy, irgendwas verstauen will, dass es am Körper liegt und nicht außen. Auch wenn es alles wirklich regenfest ist, ist es hier nochmal besser geschützt. Nochmal besser geschützt. Und kleines Geheimnis. Wir haben hier einen kleinen Haken für die Autoschlüssel oder die Schlüssel einzuhängen, dass die auch ganz sicher nicht verloren gehen. Ja, genial gelöst. Was auch genial gelöst ist, finde ich tatsächlich das Hauptfach dieser Brusttasche, denn der Reißverschluss geht quasi zur Körperseite auf. Das heißt, wenn ich sie öffnen will, klappe ich das Ganze vom Körper weg und muss nicht über diese Lasche noch rüber gucken. Ja? So habe ich wirklich direkt die Übersicht über all meine Sachen drin. Ja. Und wir haben schon hier so ein Loopfilz, so ein Velcro-Band. Kann ich Flypatches noch zusätzlich oder irgendwelche Tippet-Holder mit Klett befestigen. Und das Hauptfach ist wie bei der ganzen Headwater-Serie typisch verstellbar. Das heißt, ich hab so eine Zwischenwand, die kann ich quasi entweder ganz rausnehmen oder dort einbauen, wo ich sie eben brauche, damit ich das wieder sehr individuell auf meine Bedürfnisse einteilen kann. Kann jeder frei entscheiden, wie er das Ganze aufteilen will. Ist natürlich genial, damit die Sachen nicht drinnen hin und her fliegen. Schließen wir einmal den Reißverschluss. Dann geht es weiter mit einer Magnettasche vorne. Die finde ich wirklich sehr cool. Denn hier können wir, sage ich mal, Kleinigkeiten wie Tippet oder eine Zange reinpacken, die wir wirklich schnell haben wollen. Ja. Wir brauchen keinen Reißverschluss öffnen. Ist natürlich gut, wenn man im Drill ist. Braucht man nicht lange fummeln, sondern einfach einmal ziehen und schon kann man drauf zugreifen und die schließt sich von alleine. Das heißt, die Sachen können auch nicht rausfallen. Genau. Ich habe dann nicht irgendwie bei der ganzen Hektik was vergessen zuzumachen. Es klappt zu und ist sicher verschlossen. Super. Und dann haben wir natürlich vorne noch einmal eine gepolsterte Tasche, weil wir im Inneren hier wieder das Flypatch finden, welches wir auch rausnehmen können. Das ist natürlich genial gelöst, dass die Tasche noch mal ein bisschen gepolstert ist vorne. So werden unsere Fliegenmuster natürlich nicht zerdrückt, wenn sie beim Trocknen sind oder was auch immer. Ich finde es wirklich cool. Brauche ich halt keine Fliegendose, denn ich habe einen direkten Blick drauf, brauche nur einen Reißverschluss öffnen und schon kann ich mir ein anderes Muster schnappen. Absolut. Und trotzdem, wenn ich es mal ohne brauchen will, einfach rausnehmen und ich habe ein bisschen mehr Platz. Für eine Fliegendose zum Beispiel, ja. Das ganze Pack ist ja so gestaltet, dass man sich selber so ein bisschen zurechtlegen kann, wie man es gerne haben möchte. Dann sehe ich noch 2 kleine Mesh-Pockets hier, zum Beispiel für einen Leader. Das Ganze dann wieder mit dem spritzwassergeschützten Reißverschluss verschließbar. Eine wirklich tolle Brusttasche. Wie viel Liter Fassungsvermögen haben wir hier? Wir haben hier 8 Liter, also genügend Platz für so einen Tag.
Definitiv. die Sachen mitzunehmen, was nötig sind. Zudem habe ich gesehen, Trinkflasche brauchen wir gar nicht verstecken. Die können wir hier unter dem Chestpack noch in diese Mesh Pocket quasi reinstecken. Ja? Des Weiteren haben wir noch eine kleine Mesh Pocket an der Seite. Also wirklich viele Möglichkeiten, das Zubehör und Werkzeug außen sowie innen zu verstauen. Ja. Das Ganze spritzwassergeschützt finde ich persönlich optimal, denn viele Taschen, die ja wasserdicht sind oder spritzwassergeschützt sind eben nicht so technisch wie die Headwaters von Sims. Ja, da haben sie wirklich ganz cool die Einteilung und alles gemacht und trotzdem die Individualität der Tasche gelassen. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen.